Hallo, wir sind's wieder. Na, Spinne? Langsam habe ich mich an die Spinne gewöhnt. Heute wollen wir zusammen etwas kochen. Und wenn ihr die Spinne noch nicht kennt, dann schaut euch meine beiden anderen Videos an. Und ansonsten ist alles wie immer. Ich erzähle euch eine Geschichte, ich auch, ja du auch. Und dann stelle ich euch Fragen, die ihr beantwortet. Viel Spaß! Es gibt einen Topf. Zuerst brauche ich einen großen Topf und ein scharfes Messer. Dann schneide ich das Gemüse. Möhren, Kartoffeln und Blumenkohl. Die Spinne ist sehr faul. Sie hilft mir nicht. Aber ich glaube, sie versteckt etwas hinter ihrem Rücken. Nach 20 Minuten ist die Suppe fertig. Ich stelle einen kleinen und einen großen Teller auf den Tisch. Dann nehme ich eine Kelle. Tata! Aber was ist das? In der Suppe schwimmen plötzlich super viele Fliegen. Sie schwimmen zwischen dem Gemüse. Woher kommen die Fliegen? Spinne! Es gibt Gemüseeintopf. Was gibt es? Gibt es Gemüseeintopf oder gibt es Nudeleintopf? Gemüseeintopf, richtig. Zuerst brauche ich einen großen Topf und ein scharfes Messer. Brauche ich einen großen Topf oder brauche ich eine große Schüssel? Einen Topf. Ich brauche einen großen Topf. Was brauche ich? Genau, einen großen Topf. Brauche ich einen großen Topf oder brauche ich einen kleinen Topf? Ich brauche einen großen Topf. Und nicht vergessen, ein scharfes Messer. Brauche ich ein scharfes Messer oder brauche ich eine scharfe Chili? Ein Messer. Ich brauche ein scharfes Messer. Brauche ich ein scharfes Messer oder brauche ich ein stumpfes Messer? Scharf, genau, ich brauche ein scharfes Messer. Ich schneide das Gemüse, Möhren, Kartoffeln und Blumenkohl, genau. Mögt ihr Blumenkohl? Ich liebe Blumenkohl. Ich mag Blumenkohl sehr gern. Schneide ich das Gemüse oder reibe ich das Gemüse? Genau, ich schneide das Gemüse. Schneide ich das Gemüse oder schneide ich meinen Finger? Das Gemüse, genau, ich schneide das Gemüse. Welches Gemüse schneide ich? Oh Gott.
Kartoffeln, Möhren und Blumenkohl. Die Spinne ist sehr faul. Sie hilft mir nicht. Wer ist sehr faul? Natürlich die Spinne. Ist die Spinne sehr faul oder ist die Spinne sehr fleißig? Faul natürlich. Die Spinne ist sehr faul. Was ist die Spinne? Richtig, sehr faul. Hilft mir die Spinne oder hilft mir die Spinne nicht? Die Spinne hilft mir nicht. Hilft mir die Spinne nicht oder helfe ich der Spinne nicht? Genau, die Spinne hilft mir nicht. Hilft mir die Spinne nicht oder sieht mich die Spinne nicht? Sie sieht mich, sie sieht, wie ich arbeite, aber sie hilft mir nicht. Ich glaube, die Spinne versteckt etwas hinter ihrem Rücken. Versteckt die Spinne etwas hinter ihrem Rücken oder vor ihrem Rücken? Hinter ihrem Rücken. Versteckt die Spinne etwas hinter ihrem Rücken oder hinter ihrem Bauch? Rücken. Sie versteckt etwas hinter ihrem Rücken. Wer versteckt etwas hinter ihrem Rücken? Die Spinne, die Spinne, die Spinne. Nach 20 Minuten ist die Suppe fertig. Wann ist die Suppe fertig? Nach 20 Minuten. Gut. Ist die Suppe nach 20 Minuten fertig oder ist die Suppe vor 20 Minuten fertig? Nach 20 Minuten natürlich. Wir reisen nicht in der Zeit. Was ist nach 20 Minuten fertig? Die Suppe, genau. Ist die Suppe nach 20 Minuten fertig? Oder ist die Suppe nach 20 Minuten angebrannt? Nein, die Suppe ist nicht angebrannt. Die Suppe ist fertig. Ich stelle einen großen und einen kleinen Teller auf den Tisch. Wohin stelle ich die Teller? Auf den Tisch, genau. Stelle ich die Teller auf den Tisch oder lege ich die Teller auf den Tisch? Ich stelle die Teller auf den Tisch. Legen funktioniert nicht. Stelle ich die Teller auf den Tisch oder stelle ich die Teller auf den Herd? Auf den Tisch, natürlich. Ich stelle die Teller auf den Tisch. Stelle ich die Teller auf den Tisch oder stelle ich die Teller unter den Tisch? Auf den Tisch. Sehr gut. Dann nehme ich eine Kelle. Nehme ich eine Kelle oder nehme ich einen Löffel? Eine Kelle. Ich nehme eine Kelle.
Nehme ich eine Kelle oder gebe ich eine Kelle? Ich nehme eine Kelle. Was nehme ich? Eine Kelle. Genau, ich nehme eine Kelle. Wer nimmt die Kelle? Ich nehme die Kelle. Mhm. Aber was ist das? Im Topf schwimmen plötzlich super viele Fliegen. Was schwimmt im Topf? Super viele Fliegen. Genau. Schwimmen die Fliegen im Topf oder tauchen die Fliegen im Topf? Sie schwimmen im Topf. Wo schwimmen die Fliegen? Im Topf, genau. Schwimmen die Fliegen im Topf oder schwimmen die Fliegen im Glas? Im Topf. Die Fliegen schwimmen im Topf. Schwimmen die Fliegen im Topf oder schwimmen die Bienen im Topf? Die Fliegen schwimmen im Topf. Sie schwimmen zwischen dem Gemüse. Wo schwimmen sie? Zwischen dem Gemüse. Schwimmen die Fliegen auf dem Gemüse oder zwischen dem Gemüse? Aha, zwischen dem Gemüse. Schwimmen die Fliegen zwischen dem Gemüse oder schwimmen die Fliegen zwischen den Pilzen? Keine Pilze. Zwischen dem Gemüse. Genau. Wer schwimmt zwischen dem Gemüse? Die Fliegen.